So I just got to Frankfurt today from Munich this morning, and we were on the subway train, and I looked around at all the other people on the train, and nobody was smiling. Also ich bin heute früh mit der U-Bahn hier gefahren in Frankfurt und habe mir die Leute angeschaut und niemand lächelte. Yeah, everybody looked so unhappy. Jeder sah so unglücklich aus. And they reminded me of models, you know, in magazines, all the beautiful models. All of those women, they're always kind of angry. You know? Es erinnert mich an diese Models in den Magazinen, die da wunderschön aussehen, aber auch gleichzeitig voller Schmerzen. It's kind of cool to be a little bit displeased, a little bit cynical. Es ist ja heutzutage cool, ein bisschen unglücklich auszusehen. If you're running around with a big smile all the time, that's not really cool. Also wenn man mal rumläuft mit einem großen Lächeln im Gesicht, das ist ja nicht richtig cool. Your friends will make fun of you. Deine Freunde verlassen dich dann fast so. But I'm thinking, like, why is cool cool? Ja, müssen wir uns mal anschauen, wieso cool eigentlich cool ist. Like, what does this word cool mean? I don't know if you have the same in German. You do? Yeah. So cool. Hi. Wir müssen halt mal uns anschauen, wieso cool eigentlich cool ist. Das haben wir ja auch im Deutschen. Yeah, cool means like, I don't really care too much about anything. I keep a little bit of distance from the world. I keep, I don't get passionate about anything. I don't care very much. That's cool, right? Cool bedeutet doch, dass man so eine detached ein bisschen Abstand nimmt zu allem und von sich abtropfen lässt. And so why do we elevate that to a virtue? Why is it good to be cool, good to not care? Why do we admire that? Why do we seek to be cool? Da sollte man genauer fragen, warum wollen wir dann eigentlich alle cool sein? Das ist eine Motivation. Why is that a compliment? Well, I think that it actually comes from a very deep rejection of the world that has been offered to us as normal. Ich denke, das kommt daher, dass wir ganz im Inneren eigentlich die Welt ablehnen, die wir so angeboten bekommen. And I'd like you to raise your hand, don't say anything, Thorsten, raise your hand if you find the translation necessary for you. And don't be shy, raise your hand if you find it necessary. Okay. Now we're going to address it. Right now. I go on. Okay. All right, so we'll keep translating then, because I want to include everybody. Okay, so where was I? Yeah, so we have this rejection of the world that's offered to us as normal, that feeds our desire to be cool. And I think that this is almost a universal rejection. On some level, it's as they were saying in the introduction, the world isn't working for anybody. Ich denke, diese Ablehnung ist fast eine universelle Ablehnung, denn die Welt funktioniert ja für niemanden. We have a sense, especially strong as teenagers, but we have a sense that the world is supposed to be much more beautiful than this. Schon als Teenager haben wir das Gefühl, dass die Welt eigentlich viel schöner sein sollte als das, was wir angeboten. Life is supposed to be more authentic. Relationships are supposed to be more intimate. Life is supposed to have more joy. Die menschlichen Beziehungen müssten eigentlich authentischer sein und das Leben müsste mehr voller Freude sein. But all of the voices around us, the media, they tell us in 1,000 ways, this knowledge that you have is wrong. Und alles, was wir um uns haben als Medien, verkündet uns immer, dass dieses Wissen, was wir eigentlich davon haben, wie es richtig wäre, dass das gerade falsch ist.
They tell us this is normal. It's always been this way and it always will be this way. And if you don't like it, then you have a problem. Die sagen uns halt, dass das war doch immer schon so und das ist das Normale und wenn wir es nicht mögen, dann haben wir das Problem. If you're depressed, then you have a problem with your brain chemistry. Und wenn du halt davon depressiv wirst, dann hast du ein Problem mit deiner Gedankenchemie. Depression is this close to cool. Die Depression gilt ja schon fast als cool. Because depression is a withdrawal from the world. It's a refusal. Denn Depression bedeutet ja Rückzug von der Welt, eine Ablehnung. It's a mutiny of the soul that says, I don't want to participate in this. Es ist ein Stillstellen der Seele, die eigentlich sagt, ich will ja da gar nicht mitmachen. I'd rather stay in bed. Ich bleib lieber im Bett. That's only an illness if the world, as offered to us, is worth our participation. If this is the right thing, this life, here's normal life, if that's the right life, then depression is a problem. But if it's the wrong life, then depression is actually healthy. Die Depression ist ja nur falsch, wenn diese Welt so richtig ist, wie sie ist. Aber wenn die Welt hier falsch läuft, dann ist die Depression ja eine richtige Reaktion eigentlich darauf. Und da ist nichts falsch an der Depression. Because only by first withdrawing from a world that's wrong can you even begin to understand what's wrong and maybe how to create a world that's right. Denn ja nur indem wir uns mal von der Welt zurückziehen, können wir herausfinden, was denn eigentlich in dieser Welt falsch läuft und wie man es besser machen kann. I think that Occupy, the movement Occupy, is coming from a recognition of a very, very deep wrongness in the world. Ich denke, dass die Occupy-Bewegung ein Ergebnis eines ganz großen Bedürfnisses, was in der Welt gibt. And that's why it was hard to formulate any demands at the beginning. Und deswegen ist es ja auch so schwer, irgendwelche Forderungen zu formulieren. Because no demand was big enough. Denn keine Forderung hätte groß genug sein können. Can you say, we demand that everything is different? We demand that you change the entire economic system, and if you don't, we won't leave. Wenn wir denen sagen, wir verlangen, dass alles anders wird, wir wollen, dass das ganze ökonomische System anders wird, sonst hauen wir hier nicht mehr ab. Even if the powers that be agreed to that demand, they would be helpless to do it. Also selbst wenn die Mächtigen heutzutage da zustimmen würden, sie können uns ja da gar nicht bei helfen, das zu verwirklichen. Because they are puppets of the system. Denn die sind ja nur Puppen des Systems. And by asking them to fix things, we're giving them more power than they really have. Also wenn wir von denen halt verlangen würden, die Sachen besser zu machen, dann würden wir denen eigentlich mehr Macht zugestehen, als sie eigentlich haben. So that's why I say no demand is big enough. Und deswegen sage ich, keine Forderung mehr groß genug. So I'm just going to give you my view about what the source of the wrongness is and why today we are experiencing many, many crises converging all at the same time. Also ich biete euch jetzt meine Sicht darauf an, was eigentlich an der Welt heutzutage falsch läuft und wieso so viele Krisen auf einmal jetzt zusammenlaufen. And it's related to this desire to withdraw from everything, because the origin of our crisis today and the origin of the wrongness goes very, very deep. Es halt hängt damit zusammen, mit diesem Bedürfnis, wovon ich vorhin geredet habe, sich zurückziehen zu wollen eigentlich von der Gesellschaft. Denn diese Krise geht so tief, dass sie sowas auslösen kann bei uns. You could say it goes all the way to the bottom. Also man kann sogar sagen, es geht sogar bis zum Boden. And I think that we have an intuitive understanding of this. Ich denke, wir haben sogar ein intuitives Verständnis dieser Situation. We have an intuitive understanding that
any technical fix, any adjustment to the monetary system, to our political system, any little reform, it's not going to be enough. Wir haben so ein intuitives Verständnis, dass irgendeine kleine Änderung gar nicht tief genug reichen kann. Ruf nach Mama. So I got distracted there. Yeah. I mean, one thing that we sense needs to change is this division of the world into the adult realm and the child's realm. Zum Beispiel eine Sache, die sich vielleicht ändern können in unserer Welt, ist, dass man diese Trennung zwischen der Welt der Erwachsenen und der Kinder aufhebt. So anyway, we sense that the origin of the problem goes all the way to the bottom. And another way of saying it is that we sense that the financial crisis, the economic crisis, the health crisis, the energy crisis, the environmental crisis, it has a spiritual component to it. Wir fühlen auch, dass diese ganzen verschiedenen Krisen, die momentan zusammenlaufen, also die Umweltkrise, die Finanzkrise, die Krise Medizin oder Erziehung, dass das eigentlich eine spirituelle Grundlage hat und eine spirituelle Frage mit einschließt. And by spiritual, I don't mean some separate thing, separate from matter. It's not that. Und mit spirituell meine ich nicht, dass es irgendwas von uns getrenntes ist. But I'm talking about the answers to the most important questions a human being can ask. Sondern ich meine damit die Antworten auf die wichtigsten Fragen, die wir Menschen stellen können. Questions like, who am I? Fragen wie, wer bin ich? Why am I here? Warum bin ich hier? What's important? Was ist wichtig? What's valuable? Was hat Wert? The answers to these questions are different in every culture. Und die Antworten auf diese Fragen sind ganz unterschiedlich in den verschiedenen Kulturen. Our culture answers them in a way that has created all of the world around us. Und unsere bisherigen Antworten auf diese Fragen haben die ganze Welt hervorgebracht, die um uns herum ist. And that world isn't working anymore. It's not working for the 99%, and it's not working for the 1% either. Die jetzige Welt funktioniert nicht, weder für die 1% noch für die 99%. Sometimes people get a little bit angry when I say that it's not working for the 1%. Manchmal werden die Leute wütend, wenn ich sage, es funktioniert nicht für die 1%. They say, yes, it is. Look at them with their vacations and their luxury cars and their maid service and and their big houses. Of course, it's working for them. Man sagt mir dann, schau doch an, wie sie leben. Sie haben diese dicken Yachten und großen Häuser und all diesen Luxus. Natürlich funktioniert es für sie. But actually, all of these things are just a compensation for what human beings really need. Aber wenn man genau hinschaut, ist das auch alles eigentlich nur eine Kompensation für das, was die Menschen wirklich wollen. Because what's missing is relationship, connection, the feeling of being at home in the universe. Denn was diesen Menschen fehlt, ist doch ein wirkliches Gefühl, verbunden zu sein oder sich wirklich zu Hause zu fühlen hier im Universum. So it's not working for anybody. And it's because that our answers to the basic questions of life are no longer true and always were an illusion. And also these answers are changing today. Also es funktioniert für niemanden, weil unsere Antworten auf die Fragen, die wir an die Welt haben, falsch sind und auch immer schon eine Illusion waren. And I want to emphasize here, like I'm going to talk a little bit about what sounds like philosophy, and sometimes you might get impatient with philosophy. I don't want to talk about who am I and what am I here for and what's important. You know, there are people starving in the world today. There are forests being cut down today. I don't have time for metaphysics. I don't have time for philosophy, right? I can feel some frustration sometimes. Manchmal ist ja die Haltung, ich habe jetzt gar keine Zeit, mich mit Philosophie zu beschäftigen. Da sind Menschen, die sterben und Wälder, die niedergeschnitten werden. Und
Und das ist ja nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt lange darüber nachzudenken, wer bin ich eigentlich? We want to be urgently in action. Wir wollen ganz schnell in Aktion treten. The problem is, what has 5,000 years of action brought us? Aber das Problem mit dieser Einstellung ist halt, wohin haben uns denn diese 5000 Jahre an Aktion gebracht? So maybe we need some action that's informed by a different understanding. Also vielleicht brauchen wir eine Aktion und Aktivismus, der ein bisschen mit anderem Verständnis. I would even call it a different myth, a different mythos, a different story, a different set of answers to these basic questions. Ich nenne das immer einen anderen Mythos, eine andere Geschichte, als die wir bislang uns erzählt haben über unser Dasein. So, and you'll see, I'm going to offer you the old answers and the new answers, and then maybe draw some conclusions about what that means for political strategy. Also ich erzähle euch jetzt die alten Antworten, die wir darauf hatten, und vielleicht ein paar neue Antworten. Und dann schauen wir mal an, was diese unterschiedlichen Antworten bedeuten für unsere Strategien. And Thorsten, when you get tired, we can switch off to Sasha, because even professional translators don't usually go for more than 15 minutes. Okay, so the old answer to who am I is quite simple, and it's about, in its fully articulated form, it's about 400 years old. Descartes told us what it was. So the old answer to who are you says, what you are is a separate self among other separate selves in a universe that's separate from you. Die alte Antwort ist, du bist ein getrenntes Ich von einem anderen getrennten Ich in einem Universum voll von getrennten Ich-Persönlichkeiten. What you are is this kind of bubble of psychology. Was du bist, ist eine Art Blase der Psychologie. Yeah, that's a tough one. You are a soul encased in flesh. Du bist eine Seele gefangen im Fleisch. You are a mind or a consciousness inside a meat machine. Du bist ein Gedanke gefangen in einer Fleischfabrik. Yeah, you are a machine that operates according to the deterministic laws of physics. Du bist eine Maschine, die nach den physikalischen Gesetzgebungen arbeitet. Programmed by your genes, by your DNA, to maximize reproductive self-interest. Von deinem DNA programmiert, um die Reproduktion zu maximieren. Or in economics, you are a rational actor seeking to maximize your financial self-interest. In der Ökonomie, du bist ein rational denkendes Wesen, das seinen Gewinn maximieren möchte. So you can see that psychology, physics, biology, economics, and religion all agree about what self is. Also kann man sehen, dass Philosophie, Physik, Religion alle das Gleiche denken, was man sein soll. Now this is obsolete already, okay? This is obsolete physics, obsolete biology, obsolete religion, really. And I think that we're all beginning to understand that and to be attracted to a different set of answers to the question, who am I? Und wir verstehen langsam, dass das alles obsolet ist und wir verstehen, dass die Antworten auf das, was wir sein sollen, andere sind. And the new answer, of course, is, well, we're all interconnected. Und die neue Antwort ist, dass wir alle verbunden sind. It says that I'm not really separate from the world. Es sagt, dass ich nicht wirklich getrennt von der Welt bin. I'm not really separate from you. Ich bin nicht getrennt von dir. You are a mirror of myself. Du bist ein Spiegel deines Selbst. And everything that I do to another person is really happening to me too.
Und alles, was ich einer anderen Person zufüge, passiert auch in Wirklichkeit mir selbst. And everything I do to the world is happening to me too. Und alles, was ich der Welt zufüge, passiert mir auch selbst. This is something that we know intuitively. But our systems, for example, the money system, deny this truth. Das wissen wir aus Intuition, aber unsere Systeme, zum Beispiel das Geldsystem, verbietet uns diese Wahrheit. So for the separate self, it's true that more for me is less for you. Also getrennt betrachtet bedeutet das, was mehr für mich ist, ist mehr für dich. Bedeutet das, was mehr für mich ist. Right? Because the universe is separate, and here's you and here's me, and so if you control more of it, and you're devoting more of this universe toward your interests, that's less for me. And so we're automatically in competition. As a product of our worldview, we're automatically in competition already. Diese Gesetzgebigkeit sagt, dass wir automatisch in Konkurrenz stehen. Therefore, to be good, you have to counteract your own nature. Und das bedeutet, um gut zu sein, muss man seine eigene Natur bekämpfen. Which means life is a perpetual struggle against yourself. Das bedeutet, dass Leben ein unendlicher Kampf gegen sich selbst ist. In a money society like ours, money contributes to that experience that more for you is less for me. In einer It's a tough one. Hold on, you know what? In einem Geldsystem bedeutet das, mehr für mich ist, weniger für dich. You know, I'm wondering, I'd like to just actually ask you guys, what would give more people a better experience? Should we continue with the translation, or should I get more into the flow of my words? Sollen wir weiter übersetzen oder einfach sprechen? What's the consensus here? Low. Low. Wer will denn? Who needs a translation? Yeah? What's the consensus? Low. Should keep it this way? Hände hoch mal, wer gerne eine Übersetzung hätte. Okay, this is for translation, so it's quite a few people. Okay. All right, good. Sasha, maybe you can sit together. You can do that? Yeah. All right. All right. Yeah, I got that. All right, good. Thanks. Okay. All right, so, okay. And you may have experienced this separation that comes anytime you start thinking of things in terms of money. Sie haben wohl das schon mal wahrgenommen, die Teilung, die man hat, wenn man nach Geld denkt, Werte von Geld denkt. As soon as the money issue comes up, you're like, am I being taken advantage of? Is this fair? Am I getting my share? Sobald das Geldthema aufkommt, fragt man sich, nutzt man mich aus? Ist das fair, was mit mir passiert? And you may have noticed that people are willing to share almost anything, but not their money. Und Sie haben wohl gemerkt, dass Menschen fast alles teilen wollen, bis auf ihr Geld. So why does money create separation? Also warum erzeugt Geld diese Teilung? There's a good reason for that, Da gibt es einen guten Grund für. or a bad reason, actually. Einen schlechten Grund. But it has to do with the way that money is created in our system. Es hat damit zu tun, wie Geld erschaffen wird in unserem System. It's because it's created as interest-bearing debt. Weil es wird erschaffen als Geld mit Schulden schon behaftet ist. Das ist schon mit Schulden behaftet. Right, debt and money are two sides of the same coin. Schulden und Geld sind zwei Seiten einer Medaille. So, for example, the European Central Bank creates base money, M0 it's called, by purchasing securities. Die EZB kreiert Base Money, also SM-Money und M0. Das Zentralbankgeld und verteilt das dann. Yeah, and on the level that
we're familiar with the kind of money we use is created by banks, again, through lending. Und das Geld, das wir verwenden, ist dann wieder von den Banken, die wir auch Kunden von sind, durch Verleihen. And all of this lending, so most people know this now, right? That money is created when a bank writes a loan and they type a number into their computer and that's new money. Okay? Created just like that. Wir wissen, dass Geld verdient von den Banken. Sie schreiben Nummern in den Computer, geben das aus. So wird es entwickelt. Just created just like that. Einfach so. The economist John Kenneth Galbraith said the process of money creation is so simple that it boggles the mind. Es wurde gesagt, dass der Prozess der Geldkreation so simpel ist, dass man kann es gar nicht glauben. It's so simple that you can't even understand it. Es ist so einfach, man kann es gar nicht verstehen. It's like what? They just created? Yeah. Okay. So all of this, so it's created like that, but it's created with interest. So you have to pay back, whoever gets that loan has to pay back more than they received. Also es wird einfach so erschaffen, aber eben mit Zinsen. Wer auch immer das Geld bekommen hat, muss mehr zurückzahlen, als er ursprünglich bekommen hat. But that's no problem, right? Because you'll earn that money from somebody else. Das ist natürlich kein Problem, denn man verdient dieses extra Geld natürlich von jemand anderem. The problem is that everybody is in the same situation. Das Problem ist, dass jeder in der gleichen Situation ist. There's always more debt than there is money. Es sind immer mehr Schulden als tatsächlich vorhandenes Geld. The only way to avoid massive defaults and bankruptcy is to create even more money. Die einzige Möglichkeit oder Lösung, um massive Bankrupte zu verhindern, ist mehr Geld zu erschaffen. To create even more money to pay back the debt from the previous money. Um noch mehr Geld zu schaffen, um die Schulden des vorherigen Geldes abzubezahlen. But more money comes with even more debt. Und mehr Geld kommt mit mehr Schulden. But no problem, we'll create even more. Kein Problem, wir machen einfach mehr. More and more and more forever. No problem. So, well, you can see two problems here. The first problem is competition, scarcity, and anxiety. Man hat zwei Probleme. Das erste Problem ist Competition. Scarcity. Wettbewerb, Scarcity, Knappheit, danke sehr. Yeah. Das zweite Problem, die Gier. Because we're always in competition for never enough money. Never enough, never enough, never enough. Wir sind immer im Wettbewerb für mehr Geld und mehr Geld und mehr Geld. And this mindset of never enough has colonized our psychology. Und genau dieser Wettbewerb hat unsere ganze Psychologie eingenommen. We look at the whole world through the eyes of never enough. Wir schauen die ganze Welt an durch Augen von nie genug. Never enough money, never enough time, never enough love. Nie genug Geld, nie genug Zeit, nie genug Liebe. The second problem has to do with the necessity of growth. Das zweite Problem ist der Zwang nach Wachstum. Because when a bank lends new money into existence, it only will lend it if you have a way to pay it back. Denn wenn eine Bank neues Geld verleiht sie es nur mit dem Zwang, es zurückzubezahlen. Which means that you need to create goods and services. Das bedeutet, dass du Produkte und Angebote erschaffen musst. You have to sell things. Du musst etwas verkaufen. Or you have to get a job helping somebody else to create goods and services and sell things. Oder du musst eine Arbeit erschaffen, eine Position, um anderen zu helfen, eben das zu erreichen. So that means that the debt nature of money forces the endless expansion of the realm of goods and services. Das bedeutet, dass die Natur des Geldes, mit Schulden behaftet zu sein, eben einen unendlichen Drang dazu erzeugt, mehr Produkte und Angebote zu erschaffen. Which means the conversion of nature into product. Das bedeutet, man muss die Natur in Produkte versetzen. And relationships into services. Beziehungen in Angebote oder Services umzulegen.
The problem now is that there's almost nothing left. Das Problem ist, dass fast nichts mehr über ist. Not much more nature to convert into products. Es gibt nicht mehr viel Natur, die man in Produkte umsetzen kann. Not much more community to convert into paid services. Nicht mehr viel Gesellschaft, die man in bezahlte Dienstleistungen umlegen kann. Our ancestors, 200, 300, 500 years ago, they did almost everything without money. Unsere Vorfahren, 300, 400, 500 Jahre, vor 300, 400, 500 Jahren, haben fast alles ohne Geld gemacht. They didn't need money for food. Sie haben kein Geld für Nahrung gebraucht. They grew it themselves. Sie haben selber wachsen lassen. Selber. They didn't need money for clothing. Sie haben kein Geld für Klamotten gebraucht. Not for shelter. Nicht für Häuser. Everybody knew how to build a house, and if you needed a house, everybody would come and help you build it. Jeder wusste, wie man ein Haus baut, und wenn man eins bauen musste, kamen alle vorbei und haben dir dabei geholfen. You didn't need money for entertainment. Du hast kein Geld gebraucht, um dich zu unterhalten. Everybody sang songs. Jeder hat selber gesungen. So, we've seen over the centuries a migration of every life function into the money realm. So haben wir in den letzten Generationen gesehen, einen Transfer von allen Lebensfunktionen in das Geldsystem herein. Which means that you don't actually need anybody around you. Das bedeutet, du brauchst niemanden um dich herum. Because you can pay for everything. Du kannst für alles bezahlen. That's why the monetized life is a lonely life. Darum ist das mit Geld durchwachsene Leben ein einsames Leben. Unless you're depending on somebody else to help you create something beyond yourself. Es sei denn, du verlässt dich auf jemanden, etwas zu kreieren, was über dich hinausgeht. Which is why many people discovered real community in the Occupy movement. Und deswegen haben viele Menschen eine echte Gesellschaft, Gemeinschaft in der Occupy-Bewegung gefunden. And as far as products go, many environmentalists are telling us we've reached the end of growth. Und wenn es um Produkte geht, sagen viele sagen, dass das Ende des Wachstums ist erreicht. Okay, so this is actually good news. Das sind gute Nachrichten. And this is the origin of the financial crisis today. Das ist die Basis der Finanzkrise, die wir heute erleben. All of the crimes of the bankers and the financial system, those are just symptoms. Die ganze Kriminalität der Banker und des Systems, das sind alles nur Symptome. Symptoms of this desperate search for a high enough return on investment. Symptome dieser zwanghaften Suche nach einer höheren Rückeinnahme seiner Investitionen. When the economy is growing fast, it's easy to get a high return on investment. Yeah, why don't you guys switch off? Ja, wenn es der Ökonomie gut geht, kommt man mehr zurück. Because Thorsten's done this part before. Yeah. Thank you. So interpretation is really hard. So when the economy is growing fast, it's easy to get a high return on investment. Also wenn es der Ökonomie gut geht, hat man mehr zurück von den Investitionen. So say you owe me money, okay? And I want to lend you even more money. Well, if I know your income is going to go up, then it's fine. If you're going to keep making more and more money, then you can pay back my loans to you. Sagen wir mal, der Ökonomie geht's gut und wenn ich euch Geld leihe, dann habt ihr auch die Möglichkeit, mir das wieder zurückzuzahlen. But what happens if your income isn't going up? Aber wenn euer Einkommen nicht steigt, was passiert dann? Then to make your payments, you have to give me what you already have. Um halt da zurückzuzahlen, müsst ihr mir das zurückgeben, was ihr habt. Give me more of your existing income. Sogar noch mehr, als ihr überhaupt verdient. Maybe you can eat less. Dann müsst ihr weniger essen. Stop going on vacation. Könnt nicht mal verreisen. Give up your pension. Eure Pension müsst ihr verlieren. Anything to keep the payments flowing. Alles müsst ihr im Endeffekt aufgeben, um diesen Rückzahlungen fließen zu lassen. On the national level, that's what austerity is. Ja, und auf dem nationalen Level, das sind jetzt die Sparmaßnahmen. Austerity today is happening in Greece, Spain, Portugal, Italy.
Ja, diese Sparmaßnahmen, wie wir sie zum Beispiel in Griechenland, Spanien oder Italien haben. But it will come here too. Aber hier wird es ja auch herkommen. And you can all feel that coming, can't you? Und ihr fühlt doch alle, wie es herkommt. Already they're talking about it. We can't afford the things we used to afford. Sie fangen doch schon an, darüber zu sprechen. Sagen zum Beispiel, wir können es nicht mehr leisten, das, was wir uns bislang geleistet haben. We're going to have to give up our social welfare society. Also wir müssen unser Sozialsystem aufgeben. And it's inevitable that that will happen if economic growth does not continue. Und es muss auch so passieren, wenn dieser ökonomische Wachstum nicht weiter fortgesetzt werden kann. And it all comes from the way that money is created. Das kommt alles eigentlich nur daher, wie wir momentan Geld herstellen oder schöpfen. And the way that money is created is part of these deep answers to who am I? It's part of separation. Und die Art, wie wir halt Geld herstellen im Moment, ist Teil davon, wie wir die Antworten auf die Frage beantworten müssen, wer wir eigentlich sind. Und also auch Teil der Art, wie wir getrennt leben von der Welt. So you can see how deep this transition is. Und daran könnt ihr ja sehen, wie tief diese Umwandlung jetzt ist, bevor wir da stehen. The challenge of the future is to create new systems that are not based on separation. Also die Herausforderung für die Zukunft ist, ein neues System zu schaffen, das nicht mehr auf dieser Grundlage der Teilung aufgebaut ist. For example, what would money look like if it embodied the truth that we can feel that you and I are not really separate? Also zum Beispiel, wie würde Geld aussehen in so einer Gesellschaft, die nicht mehr auf dieser Gedanken der Trennung zwischen, dass wir hier voneinander getrennt sind? What would an economy look like if it were true that more for you is more for me? Wie würde denn eine Wirtschaft aussehen, wo es wahr wäre, dass mehr für dich auch mehr für mich wäre? Well, we can look for an answer. We can draw from the experience of humanity. Also wir können schon nach Antworten schauen auf solche Fragen, und zwar indem wir uns die Erfahrung der Menschheitsgeschichte anschauen. Of ancient cultures, Vor allem alte Kulturen, which were gift cultures, die alle Geschenkkulturen waren. gift economies. Geschenkwirtschaft. They didn't use money, Die haben gar nicht Geld benutzt. and they didn't use barter either. Die haben auch keinen Handel betrieben. So in a gift culture, if you have more than you can use, you will give it to somebody else. Also in so einer Geschenkkultur, wenn du da mehr hast, als du brauchst, dann gibst du es den anderen einfach ab. And that's not a self-sacrifice. Und das hat nichts mit Selbstaufopferung zu tun. Because when you give to other people, they see how generous you are. Denn wenn du anderen Leuten was gibst, dann sehen sie, wie großzügig du bist. And they want to give to you too. Und dann wollen sie dir auch was geben. So security and status and everything that we call wealth comes through giving and not hoarding. Also in so einer Gesellschaft, alles wie Sicherheit und Status kommt daher, dass wir geben und nicht, dass wir Sachen horten. In that society, your good fortune is my good fortune too. Also in so einer Gesellschaft ist dein Glück auch mein Glück. Because you'll have more to give me. Denn wenn es dir gut geht, hast du ja die Chance, mir was abzugeben. And your bad fortune is my bad fortune. Und wenn es dir schlecht geht, geht es mir auch schlecht. Unlike in a money economy, So ist es ja nicht in der Geldwirtschaft. when your bad fortune, that's good, that's one less competitor for me. Das ist ja so, wenn es dir schlecht geht, da habe ich einen Konkurrent weniger. So, another way to look at it is through the lens of ecology. Also eine andere Art, auf das gleiche Problem zu schauen, ist, wenn wir uns mal durch die Linse der Ökologie das anschauen. Because in ecology, it's also true that the well-being of any species is connected to the well-being of every species. Denn in der Ökologie ist es ja so, dass da das Wohlergehen einer einzelnen Art auch abhängt von dem Wohlergehen der anderen Art. And this is actually fairly new knowledge in the West. Und das ist für unsere westliche Kultur eigentlich ziemlich neues Wissen. 50 years ago, scientists thought that the world is divided into good species, neutral species, and harmful species. Auch vor 50 Jahren haben die Wissenschaftler gedacht, dass die Welt aufgeteilt ist in gute Spezien, halbgute Spezien und wirklich böse Spezien. And the world would be better off if we got rid of all the harmful species.
Und also wir wären besser dran, wenn all diese bösartigen Arten aussterben. The deer would be better off if we exterminate the wolves. Also zum Beispiel, wenn wir die Wölfe ausrotten würden. And everybody would be happier if there were no mosquitoes. Und alle wären glücklicher, wenn wir keine Moskitos mehr haben. And we're going to do that soon thanks to the wonder chemical of DDT. Das machen wir bald, und zwar durch diese wundersame Waffe DDT. I read a book when I was a kid that was written in the 1950s, and it predicted with joy that by the year 2000 there may be no more insects. Also als ich ein Kind war, habe ich ein Buch gelesen, was in den 50er Jahren geschrieben wurde, und da wurde vorausgesagt, naja, schon vielleicht bald nach dem... Well, what about pollination? Ja, aber was wäre dann halt mit der Befruchtung? Mit der No Pflanze? problem, we'll have hydroponics. Wir werden dann schon eine andere Methode finden. Maybe we'll even synthesize our food. Vielleicht können wir auch unser Essen synthetisch herstellen. We don't need nature anymore. Wir brauchen die Natur vielleicht gar nicht mehr. This is the second myth of our civilization that's changing. Und das ist der zweite Mythos, auf der unsere Zivilisation aufgebaut ist und der jetzt sich ändert. The old myth, which I call ascent, is that humanity we started out as animals and we're rising to become the lords and masters of nature. Also dieser Mythos, dass wir als Tiere mal angefangen haben und immer weiter aufsteigen, bis wir die Herrscher der Natur sind. One conquest after another. Eine Eroberung nach der anderen. And soon we will have all of these miracles of science, infinite lifespans, no disease, synthetic food, space travel, complete control of nature. Und bald haben wir all diese Wunder der Technik, womit wir ein endloses Leben ermöglichen und diese ganzen Weltraumreisen, also eine komplette Beherrschung der Technik. So you can see again that this myth is also becoming obsolete. Und ihr seht also, auch dieser Mythos löst sich eigentlich auf gerade. We no longer aspire to the conquest of nature. Wir verlangen eigentlich gar nicht mehr richtig nach dieser Eroberung der Natur. Right? That's a suspicious phrase to us today, right? Conquest of nature. Es hat schon irgendwie was Fragwürdiges heutzutage, die Natur zu erobern. 100 years ago, people would, yeah, conquer nature. Vor 100 Jahren war das noch anders, da waren die Leute richtig wild danach, die Natur zu erobern. And if you did that, if you invented a faster way to cut down the trees, you were a hero. Als man damals halt, wenn du damals jemand warst, der halt eine schnellere Methode erfunden hat, wo man die ganzen Wälder niedermetzeln konnte, dann war man ein Held. And an idealistic young person might actually want to do that. Und eine idealistische junge Person hat es vielleicht durchaus gewollt. And not do it just for the money. Und nicht nur fürs Geld. Today we no longer really resonate with the conquest of nature, and we don't really believe in separation anymore either. Also inzwischen sind wir aber nicht mehr in Resonanz mit dieser Idee, die Natur zu erobern. And the things that we want to do are oriented toward the healing of the earth, not the conquest of the earth. Und die Sachen, die wir wirklich tun wollen, haben damit begonnen anzufangen, dass wir die Welt eigentlich heilen wollen inzwischen und sie nicht mehr eigentlich erobern. And we want to be in service to other beings and not compete with other beings. Und wir wollen auch den anderen Arten nutzen und sie nicht bekämpfen. We have a really strong yearning to live from that place of connection. Und wir haben ein richtig tiefes Verlangen danach, aus diesem Zustand der Verbindung leben zu können. Unfortunately, our systems pull us back into separation. Unglücklicherweise ziehen uns unsere momentanen Systeme noch zurück in diese Trennung. These beautiful things we want to do to heal nature, to protect nature, to restore ecosystems, permaculture, social service, all of these things, there's not much money in those things. Ja, all diese Möglichkeiten, die wir hätten, diese Natur zu unterstützen und andere gute Sachen für unsere Umwelt zu tun, da fließt nicht viel Geld hin. Where's the money? Und wo ist das Geld? It's still in cutting down the trees faster, isn't it? Es wird immer noch dafür eingesetzt, die Bäume schneller und schneller niederzumetzeln. And that's because money is still aligned with the two old myths. Und das liegt daran, dass das Geld immer noch verbunden ist mit diesen beiden alten Mythen. The myth of separation and the myth of ascent. Diese beiden Mythen heißen, erster Mythos, Mythos der Trennung, und der zweite Mythos ist der Mythos des Aufstiegs, des Erhöhung. And both of those myths are falling apart
And the systems built on top of those myths are falling apart too. Momentan fallen diese beiden Mythen in sich zusammen und mit ihnen stürzen die Systeme zusammen, die auf diese Mythen aufgebaut wurden. And not just the money system, but all of our institutions are in crisis. Und da geht es nicht nur um das Geldsystem, sondern alle unsere Institutionen sind gleichermaßen in der Krise. A crisis that will never go away. Und es sind Krisen, die nicht so einfach da weggehen. Until the collapse is complete. Bis dieser ganze Zusammenbruch wirklich vollständig ist. Creating a space to build something new. Und das wird uns dann Raum geben, etwas Neues aufzubauen. But that is not a prescription for fatalism. Aber das ist keine fatalistische Einstellung. Because the depth of the collapse is still unknown. Denn diese Tiefe dieses Zusammenbruchs, die kennen wir ja noch gar nicht. If we keep the system going for another 20 or 30 years, then there will be no more nature left. Also wenn wir dieses System jetzt noch 20, 30 Jahre weiterlaufen lassen, dann wird da gar keine Natur mehr übrig sein. If we try really hard, we can keep economic growth going a while longer. Also wenn wir uns wirklich anstrengen, könnten wir schon noch eine Weile den ökonomischen Wachstum aufrechterhalten. Fracking, we can do it with fracking. Wir können zum Beispiel Fracking einführen oder weitermachen. We can finish killing all the fish in the ocean. Wir könnten alle Fische in den Meeren ausrotten. There's economic growth there, right? Da gibt es immer noch ökonomisches Wachstum. We can find the remaining indigenous people and turn them into a market. Wir können zum Beispiel die verbliebenen Ureinwohnerstämme ausmachen und aus dem Geschäft. And we can turn the whole world into a desert. Oder wir können die ganze Welt in eine Wüste verwandeln. And if we try really hard, we can have another 10, 20, 30 years of growth. Und wenn wir so wirklich weitermachen, hätten wir vielleicht noch 10, 20 Jahre wirtschaftliches Wachstum. Therefore, anything we do to protect any of these things will make the crisis come sooner. Also deswegen ist es so weiter wir halt diese Sachen schützen, dass das alles so weiterlaufen kann, das führt nur dazu, dass die Krise noch schneller zu uns kommt. It will hasten the crisis and mitigate its severity. Ja, es wird halt die beschleunigen und gleichzeitig schlimmer. So if you protect some ecosystem from being converted into a housing development, Wenn wir zum Beispiel ein Ökosystem davor schützen, sich in ein Wohnungsprojekt zu verwandeln, if you stop a nuclear power plant or stop a new road, also wenn wir stoppen, dass ein neues Nuklearkraftwerk gebaut wird oder eine neue Straße, if you stop the colonization or the cultural imperialism that takes over a traditional culture, oder wenn wir den Kulturimperialismus beenden, der diese ganzen Naturvölker if you find ways to share among each other so you don't have to buy as much. Also wenn wir anfangen, die Dinge, die wir eigentlich schon haben, miteinander zu teilen, dann brauchen wir nicht mehr so viel zu kaufen. If you live in community where you take care of each other's needs to some extent without using money. Man kann zum Beispiel in Gemeinschaften leben und sich da umeinander kümmern und da braucht man zum Teil gar kein Geld verwenden. All of those things hurt GDP. Aber das alles bringt den Bruttosozialprodukt zum Sinken. Means less products are being bought. Das führt dazu, dass weniger Produkte verkauft werden. And less money is being made. Weniger Geld ist gemacht. Less lending opportunities. Man kann weniger Geld leihen. And the financial crisis intensifies and happens sooner. Und dadurch verstärkt sich die finanzielle Krise und der Crash kommt näher. And there's more wealth left after it falls apart. Und dann bleibt mehr Wohlstand übrig, nachdem das Ganze zusammengebrochen ist. There's still some forests that are standing. Dann gibt es dann wenigstens noch etwas Wald. We still have some skills that we can use to help each other. Und wir haben auch noch einige technische Möglichkeiten, uns weiter da wieder zu helfen. And we have the institutions and the habits of sharing. Wir haben dann halt immer noch die Gewohnheit oder die Einrichtung, die uns helfen, miteinander zu teilen. So that's one reason why this work is all very important. Das ist ein Grund, warum diese ganze Arbeit so wichtig ist. Today, the money system is not your ally in doing this work. Und heutzutage ist das Geldsystem nicht unser Partner, diese Arbeit zu tun. But that can change in the future. Aber das kann sich in der Zukunft ändern. When this money system comes into deeper and deeper crisis, then people
are more and more open to something new. Also wenn dieses Geldsystem in eine tiefere und tiefere Krise rutscht, dann werden die Menschen immer offener und offener für etwas Neues. Because remember, money is simply an agreement. Denn denkt bitte dran, Geld ist doch einfach nur eine Abmachung. It's a story. It's a set of interpretations of symbols, nothing more. Es ist einfach nur eine verschiedene Interpretation von Symbolen. And these agreements can be changed. Diese Abmachung kann man ganz einfach ändern. Today, the people in power are holding on very tightly to the story of money. Und heutzutage erleben wir, dass die Menschen, die Macht haben, sehr festhalten diese alten Geschichten, die mit dem Geld verbunden sind. And to the story of separation that contains it. An dieser Geschichte der Trennung, die mit dieser Geschichte des Geldes verbunden ist. And this is how change happens. Und so ist es halt, wenn Wandel geschieht. There's always a falling apart of the old. Geht es immer erstmal um den Zusammenbruch des Alten. One world has to end for another world to begin. Ja, eine Welt hat erst zu enden, bevor die neue beginnt. That's how birth happens. Das ist auch bei der Geburt so. From the perspective of a fetus, birth is a catastrophe. Aus der Sicht des Fötus ist der Geburtsvorgang eine Katastrophe. Things have been getting worse and worse in there. Es wird ja da echt immer schlimmer drin. Tighter and tighter. Immer enger. Less and less room to live. Man hat da immer weniger Raum, um zu leben. And then you start to get squeezed. Und dann wird man zusammengepresst. Right? Und A crisis is happening. eine Krise bricht aus. This is what we're experiencing today. Das ist genau das, was wir momentan erleben. We're experiencing a birth. Wir erfahren eine Geburt. And we can see, just as the fetus can see a light when the cervix opens, Und wir sehen genauso wie der Fötus da irgendwo ein Licht, wenn sich die Gebärmutter öffnet. we can see a light too. Wir können auch dieses Licht sehen. I call it the more beautiful world my heart knows is possible. Ich nenne dieses Licht die schönere Welt, die mein Herz, von dem mein Herz weiß, dass sie möglich ist. Sometimes we catch a little glimpse of it, like maybe at an Occupy encampment when everybody's working together and nobody's getting paid to do it and no one's getting commanded to do it and everything just kind of works out and you think, yeah, this is how it's supposed to be. Manchmal haben wir einen ganz kleinen Vorgeschmack darauf, wenn wir zum Beispiel im Occupy-Camp sind und erleben, wie man einfach gut zusammenarbeiten kann. Da hat man plötzlich so ein Gefühl, ja, so können doch die ganzen Sachen sein. Or maybe you've experienced it at a festival of some sort, or at a transformational retreat or something like that, and you get that glimpse, or maybe just interpersonal interaction where you're in this deep connection and intimacy and authenticity. Ja, oder ihr habt es mal erlebt bei einem Festival oder bei einem Retreat, wo ihr euch aufhaltet, wo ihr plötzlich eine andere Beziehung zu anderen Menschen gewonnen habt, wo ihr mehr Authentizität im Leben miteinander erfahrt. And something in you knows that this is not a fantasy, a departure from what's real. Und dann war euch auch klar, dass es eigentlich keine Fantasie ist von dem, was abweichend von dem, was real ist. But you know that this is more real. Denn ihr habt erfahren, dass es mehr real ist, This is how it's supposed to be. sondern sogar so, wie es sein soll. But your mind says, how could it be that good? Aber euer Gehirn sagt euch dann sofort, wie kann es denn so gut The sein? mind doubts. Das Gehirn zweifelt. Because the mind is still steeped in the logic of separation. Weil dieses Gehirn immer noch tief in dieser Geschichte der Trennung konditioniert ist. I'll offer you one more metaphor Ich biete euch noch eine Metapher for what's happening today. für das, was momentan geschieht. And, you know, sometimes I feel a little bit almost embarrassed to not offer you more like really practical things. Here's what you should do. Manchmal fühle ich fast ein bisschen mich verlegen, dass ich euch nicht noch mehr praktische Sachen anbieten kann. I do that more in my book, but I only have a certain amount of time, and Also ich mache das mehr in meinem Buch, aber hier habe ich ja nur eine begrenzte Menge Zeit. And I find that when people take in these new metaphors and take in these new stories, which you already know, but it helps to hear them from the outside because then you think, yeah, I wasn't crazy after all.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das sehr hilfreich ist, diese Geschichten, die ihr eigentlich selber kennt, noch von außen zu hören, denn da erfahrt ihr, when people take these in, then they find themselves acting in different ways. dann könnt ihr die besser aufnehmen, die Geschichten, und das macht es euch möglich, anders zu handeln als bisher. Things that once seemed a little bit too scary, now you have the courage to do them. Sachen zum Beispiel, die euch bislang ein bisschen gefährlich vorkamen, wovor ihr Angst hattet, sind plötzlich nicht mehr so grausam. From the perspective of separation, it's crazy to do anything that doesn't directly benefit yourself. Aus der Logik der Trennung heraus ist es sehr verrückt, irgendwas zu tun, was euch nicht direkt nutzt. So if you're living your life for some cause outside yourself, then not only money says don't do that, but these internalized voices say don't do that too. They say this is impractical, you won't be okay, it won't make a difference. Also wenn ihr was tut, was euch nicht direkt nutzt, dann ist es nicht nur das Geldsystem, was euch sagt, da habe ich ja keinen Nutzen von, sondern auch eure innere, verinnerlichte Logik, die euch sagt, warum tue ich das, da habe ich ja nichts von. Rapid growth is not actually unnatural. Also so schnelles Wachstum ist eigentlich nichts Unnatürliches. It's only unnatural to try to maintain it forever. Es ist nur unnatürlich, wenn man es versucht, immer beizubehalten. My son, Jimmy, he's 16 years old. Mein Sohn Jimmy, der ist 16, He's this tall, der ist fast größer als ich, 188 centimeters. 188 Zentimeter. He, 3 years ago, he grew 10 centimeters. Also vor 3 Jahren wuchs er in einem Jahr 10 Zentimeter. 2 years ago, he grew 7 centimeters. Vor 2 Jahren wuchs er aber nur noch 7 Zentimeter. 1 year ago, he only grew 4 centimeters. Letztes Jahr wuchs er nur noch 4 Zentimeter. And now he's not growing at all. Und jetzt wächst er gar nicht mehr. Should I be worried? Muss ich mir Sorgen. Should I try to keep him growing? Maybe with growth hormones? Soll ich versuchen, ihn weiter zum Wachstum zu bewegen? Vielleicht mit Wachstumshormonen? That's what our politicians are doing today. Das ist genau das, was unsere Politiker machen. Right wing or left wing, they all say, let's reignite economic growth. Also ob sie nun rechts oder links sind, alle sagen doch, We've got to find some way to keep the economy growing. wir müssen noch irgendeinen Weg finden, wie die Wirtschaft noch weiter zum Wachstum wird. Forever. Am besten für immer. That's what they mean by sustainable growth. Das ist das, was sie mit nachhaltiger Wirtschaft meinen. So it's quite insane. So what is supposed to happen? Also das ist doch völlig verrückt. Also was soll passieren? Well, what's supposed to happen is that growth ends and a new kind of development begins. Also was natürlicherweise passiert ist, dass Wachstum irgendwann aufhört und eine neue Phase der Entwicklung beginnt. Now, how do I know that humanity is at this point of transition to steady state? Also wie kann ich denn jetzt wissen, dass wir an so einem Punkt sind, wo wir I know it because of 2 things. Ich weiß es wegen 2 Sachen. 2 things that happen at the end of childhood. 2 Sachen, die auch am Ende der Kindheit passieren. The first thing is that you fall in love. Die erste Sache ist, was passiert, du verliebst dich. And this love relationship is different from a child's love for the mother. Diese Liebe ist was anderes als die Liebe, die man als Kind gegenüber seiner Mutter hat. A child receives from the mother Ein Kind empfängt von der Mutter and doesn't give that much back. und gibt nicht so viel zurück. Of course, a child is a gift, Natürlich ist ein Kind ein and it's the Geschenk, most precious thing. das wunderbarste Geschenk. But a child doesn't earn his food. Aber ein Kind verdient ja nicht seine I'm Nahrung. not going to give Jimmy a bill when he turns 18. Ich gebe dem Jimmy keine Rechnung, wenn er 18 wird. Right? And I don't want him to hold back. I don't want him to say, okay, Dad, I think I'll eat less because I'm afraid you can't provide it. Ich will ja nicht, dass er zu mir sagt, ich esse jetzt weniger, damit du... His job is to receive. Für ihn natürlich. But Das zu erfahren. now, as he reaches adulthood, he's discovering a different kind of love. Aber jetzt, wo er erwachsen wird, entdeckt er ja auch eine andere Art von Liebe. And in this kind, he wants to give as well as to receive. Und aus dieser Haltung heraus will er nicht nur empfangen, sondern auch geben. He wants to buy flowers for his sweetie. Er will zum Beispiel seiner Freundin Blumen kaufen. And this is a new kind of love. You desire to give and receive equally, and you desire maybe to create something together. Ja, und das ist eine neue Art von Liebe, wo man halt nicht nur empfangen will, sondern auch geben will und zusammen was bewerkstelligen will. Humanity is now entering a new kind of love relationship with Earth. Und die Menschheit kommt jetzt zu einem neuen Liebesverhältnis gegenüber der Erde. No longer do we want to just take. Jetzt wollen wir nicht länger nur noch nehmen.
We're falling in love with Earth. Wir verlieben uns in die We Erde. want to take care of Earth. Wir wollen uns um die We Erde want to kümmern. protect Earth. Wir wollen sie beschützen. We want to heal Earth. Wir wollen sie heilen. We're all attracted to this. Wir sind davon angezogen. And in Western culture, this wasn't even a concept really. I mean, maybe a few Goethe, maybe, but as far as mass consciousness goes, this is new. Also in der westlichen Kultur gab es dafür nicht mal ein Konzept, zumindest nicht in der Massenkultur. It began in the 60s with the environmental movement. Ein bisschen in den 60er begann es ja durch diese Ökologiebewegung. And I think a key moment was when the astronauts went into space and brought back photographs of the Earth. Der Schlüsselmoment war, glaube ich, als die Weltraumfahrer in den Weltraum flogen und die ersten Bilder mitbrachten von der Erde. And it was so beautiful, this picture of Earth, so beautiful. Dieses Bild, die Erde war so wunderschön. And there were no borders. Da gab es keine Grenzen. For the astronauts, it was a profoundly moving experience. Für die Astronauten war es ein tief bewegendes Erlebnis. One of them, Rusty Schweikart, he said, he was on the moon, and he said, from the moon, the Earth is just this little blue dot that you can cover up with your thumb. Also ein Astronaut, der auf dem Mond war, Rusty Schweikart, der hat erzählt, dass wenn man auf dem Mond ist, ist die Erde mit der Daumenspitze zu verdecken. And he said, I looked at this little dot and I realized that everything precious to me was on that little dot. Ich habe mir das angeschaut, diese kleine Daumenspitze, und ich wusste in dem Moment, dass alles, was für mich Wert hat, auf diesem kleinen Punkt ist. All of literature, all of art, all of poetry, all of music, all of history, all of love and death, everything I care about is on this little speck that I can cover up with my thumb. Alle Literatur, alle Kultur, alles, was mir wertvoll ist, ist alles auf diesem kleinen Fleck, den ich mit meiner Daumenspitze zudecken kann. And he said the relationship was never the same after that. Und er sagte dann, dass mein Verhältnis zur Erde da nie wieder die gleiche war. And today we cannot escape that sense of protectiveness and this love and this understanding that we're not separate from Earth. Und jetzt können wir einfach nicht mehr länger fliehen vor dieser Erkenntnis, dass wir nicht getrennt sind von der Erde. Today I won't talk about the economic and financial proposals that would bring money in alignment with this feeling. Heute Abend werde ich nicht über diese wirtschaftlichen Ideen sprechen, die unser Geldsystem in Verbindung setzen könnten mit dieser Gefühl. But they're in depth in my book, and Margrit might talk about them too if I leave her any time. Aber ich habe die in meinem Buch und Margrit wird vielleicht darüber ein bisschen sprechen. The second reason why I think that this transition is happening now is because when you enter, at the entry to adulthood, you go through an ordeal. Also der zweite Grund, warum ich glaube, dass dieser Wechsel jetzt stattfindet, ist, denn wenn man erwachsen wird, dann kommt man durch eine Art von Initiation. Primitive people understood this. Die sogenannten primitiven Völker haben das verstanden. So when you turned 15, 16, 17, they would put you through an ordeal. So, wenn man da in diesen Kulturen 16, 17, 18 wurde, da wurde man durch so ein Ritual geführt. They would subject you to physical pain. Also vielleicht haben sie euch da terrible pain. wirklich einen Schmerz ausgesetzt. Or they would tie you to a tree way off by yourself with no food and water. Oder man band dich an einen Baum, ganz abgelegen, ohne dass man dir essen oder trinken kann. Or they would feed you large amounts of psychedelic plants. Oder man hat dir jede Menge psychedelische Pilze gegeben. And whatever they did, it would make your world fall apart. Egal, was man mit dir machte, aber es führte dazu, dass dein ganzes Weltbild zusammenbrach. Everything that seemed so secure and so real and so permanent was revealed as temporary. Alles, was wohl für dich vorher so selbstverständlich war, kam dadurch plötzlich als sehr vergänglich ans Tageslicht. Your very identity would fall apart. Deine ganze Identität fiel zusammen. And then you would be ready to take on a larger identity. Und dadurch konntest du eine größere Identität einnehmen. And become a full member of the tribe. Und ein volles Mitglied des Stammes werden. And you'd come back, and everybody would know that you were an adult now. Und du kamst dann zurück und jeder wusste, dass du ein echter Erwachsener bist. And you would know it too. Und du wusstest es auch. Unlike today. Das ist anders als heute. When you might be 20, 30 years old, 40 years old even, and thinking, you know, why do I feel like a child playing grown-up here?
Und es ist doch so, wenn die Leute 20, 30, 40 sind, dann stellen sich immer noch die Frage, wieso fühle ich mich wie ein Kind und immer noch nicht wie ein Erwachsener. So humanity now is going through a coming-of-age ordeal. Also die Menschheit kommt momentan zu so einem Punkt, wo wir so einem Ritual gegenüberstehen. Right? The world is falling apart. Die Welt fällt für uns zusammen. We don't know who we are anymore. Wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wer wir sind. All of the things that were so permanent and secure are being revealed as nothing. Alles, was wir so für stabil hielten, hat sich doch entpuppt als eigentlich völlig AAA-Bonds. völlig kurzlebig. Zum Beispiel diese Triple-A-Bonds, diese Ja. dreifache A-Werte. Blue-chip-Stocks. Diese ganzen Dots, Your pension. eure Pension. Right? None of these things are secure anymore. All diese Sachen sind doch nicht mehr sicher. And when people lose their job, they feel vertigo. Und wenn die Leute ihre Arbeit verlieren, dann fühlen sie sich schwindelig. Like, don't know who you are. Sie wissen plötzlich nicht mehr, wer sie sind. And so we're being prepared for full membership in the tribe of all life on earth. Und so werden wir vorbereitet auf die volle Mitgliedschaft im Stamm aller Völker werden. Where we understand that we're not separate from nature. Wo wir dann verstehen werden, dass wir nicht getrennt sind von der Natur. So let me just link this with a few more practical things. Lasst mich das bitte noch kurz verbinden mit ein paar praktischen Anwendungen. First I'll say, I just want you to notice that what you are called to do today is coming from the new stories, the new answers to these questions. Who am I? Why am I here? What's important? What's valuable? Who are we as a people? Also das, wovor ihr steht, ist einfach zu neuen Antworten auf die Fragen zu kommen, die da lauten, wer bin ich und was mache ich hier? Whatever it is, it might be holistic healing, it might be permaculture, it might be political changes. Was immer es auch ist, könnte holistische Heilung sein oder Permakultur oder politischer Widerstand. But all of these things in some way come out of an ecological consciousness. Egal was es auch ist, aber all diese Dinge kommen hervor aus einem ökologischen Bewusstsein. That understands that what I do to the world, I'm doing to myself. Ein Bewusstsein, was versteht, was ich der Welt antue, tue ich mir auch selber an. So I'd like to apply this a little bit to maybe Occupy and political activism in general. Ich werde es jetzt ein bisschen nochmal ausführen in Bezug auf Occupy und den politischen Aktivismus im Generellen. Because when we use tactics and we come from a place of separation, when we use tactics of separation and we come from a place of separation, then we will create nothing but more of the same. Das heißt, wenn wir Widerstand leisten, aber das tun aus einer Haltung der Trennung, dann werden wir immer nur das Alte wieder erzeugen. When we see the mayor or the bankers or power elite as being fundamentally separate and different from ourselves, then we will use methods of force to overcome them. Also wenn wir zum Beispiel den Bürgermeister oder die Power-Elite oder andere Gegner als Mächte ansehen, die wir irgendwie bekämpfen müssen, dann bleiben wir in dieser alten Geschichte drin. We will use methods of control. Also wir werden zum Beispiel Methoden der Kontrolle benutzen. In the mindset of separation, that's how cause and effect works. Also nach diesem Denken der Trennung, so funktioniert dann Ursache und Wirkung. Right? You're separate, and so to change anything outside of yourself, you have to exercise a force. Nach dieser Logik musst du ja, wenn du was ändern willst, irgendeine Kraft anwenden. But by doing that, we just contribute to that mindset. Aber wenn wir das weiter so tun, werden wir diese Logik nur verstärken. We attack these people we see as enemies, and they hold on even tighter. Also wir greifen diese Leute an, die wir als Feinde sehen, und die werden als Reaktion dann nur noch mehr festhalten an ihrem Besitz. But even a worse problem than that is that it's hopeless, because they have much more force than you have. Aber was sogar noch schlechter ist als das, ist die Tatsache, dass sie viel mehr Möglichkeiten der Macht haben, als wir je aufbauen können.
we need to activate a different understanding of cause and effect. Und deswegen müssen wir eine neue Logik der Ursache und Wirkung aktivieren. That's based on interconnection, interbeingness. Eine Logik, die auf Verbundenheit basiert. That understands that everything we do is significant. Die versteht, dass alles, was wir tun, wichtig ist. Because again, whether it's picking up things and recycling them, or trying to change the political system, your little actions are insignificant in the mindset of separation. Denn egal, was wir auch tun, ob wir irgendeinen Schmutz aufheben oder uns politisch engagieren, nach der Logik, die wir bisher hatten, sind diese ganzen Taten insignifikant. You're just one person. It's crazy to do anything like that. Also ich bin doch nur eine Person, ist doch verrückt. It's crazy to do anything that doesn't contribute to your own monetary security. Ist doch verrückt, was zu tun, was nicht meine eigene wirtschaftliche Sicherheit stützt. In other words, we have to do crazy things. Das heißt, wir müssen verrückt sein. But from the logic of interbeingness, of the connected self, they're not crazy. Aber aus der Logik der Verbundenheit betrachtet sind wir dann gar nicht verrückt. And we know that they are significant. It's something we can feel. Und wir wissen dann auch, dass diese kleinen Taten alle wichtig sind. Das ist etwas, was wir fühlen können. Even if the mind says, what good could it possibly do? Auch wenn unser Gehirn uns sagt, was Gutes, was für gute Wirkung kann das überhaupt haben. Like what if you're just feeding a homeless person? Warum füttert euch denn jemand, der obdachlos ist? Or you're at the bedside of a dying loved one. Oder setzt mich ans Bett von jemand, der stirbt, den ich liebe. Like how is that going to help global warming? Wie kann es denn zum Beispiel die globale Erwärmung helfen? Right? And some environmentalists will say that. They'll say, yeah, it's too bad about the prison system. Yeah, it's too bad about indigenous cultures. Yeah, it's too bad about this, that, and the other thing. But really the only important issue is global warming, because if we don't fix that, then we're all screwed. Also ich kenne zum Beispiel Umweltaktivisten, die sagen, ja, auch die Wirtschaft und all das sind wirklich ernste Probleme, aber die sind keine Probleme gegenüber den Problemen, die wir mit der Umwelt haben. But that argument denies the feeling when you feed that person or you do those small things. Aber diese Einstellung verneint die Gefühle, die wir haben, wenn wir jemandem zum Beispiel was zu essen geben. So I guess my kind of general suggestion is to listen to and trust that feeling. Also mein ganz genereller Hinweis ist einfach, diesem Gefühl zu vertrauen und dem zu folgen. Because that's the feeling that guides you to do the crazy things that are necessary today. Denn das sind die Gefühle, die euch dazu anspornen, die verrückten Sachen zu tun, die heutzutage notwendig sind. And when engaging with people in power, und wenn wir uns mit Menschen in die Machtposition einlassen, for example, the mayor, zum Beispiel den Bürgermeister, you can see them as being not separate from yourself, and so you know that they want to do the right thing too. Und da können wir dann den Bürgermeister zum Beispiel sehen als jemand, der nicht getrennt ist von uns, sondern der eigentlich auch die richtigen Sachen tun will. If you're thinking, I'm going to take away your benefits because I know you're wealthy and you're one of the winners, and I'm going to make you I'm going to take away your winnings, then they're going to resist you. Und solange halt wir mit dieser Einstellung dem gegenüberkommen, ja, ihr seid reich, ich nehme euch jetzt diesen Reichtum weg, ihr habt ja sowieso viel zu viel, solange werden sie uns auch Widerstand leisten. But if you carry the understanding that I know this isn't really working for you too, I know you're supposed to be much happier than this, I know that you're missing the feeling of connection and intimacy and authenticity too, and I want to make your life better, and I want to make everybody's life better. And I know that if I were in your position, I would have the same fears as you do. If you come from that consciousness, then you will be much more powerful. Aber wenn ich jetzt dem Bürgermeister zum Beispiel gegenübertrete mit einer Einstellung, dass was gut für mich ist, auch gut für ihn ist und was ihn dann auch viel mehr verstärken könnte, wenn ich mich einfach so an ihn wende, aus diesem Verständnis heraus, dann bin ich viel kraftvoller im Umgang mit ihm. You will know just the right thing to say. Und ich wüsste dann ganz intuitiv die richtige Sache zu sagen. And they will see you as not a threat. Und der wird dich dann auch gar nicht als Bedrohung ansehen. They'll put you in a different category. Der wird dich in eine ganz andere Kategorie tun.
And maybe they'll be too afraid to really take your suggestions. Vielleicht würde er viel zu ängstlich sein, wirklich deinen Hinweisen zu folgen. But the world is falling apart for them too. Aber die Welt bricht ja für sie auch zusammen. And how long will they hold on? Und wie lange können sie denn noch daran festhalten? It depends on how welcome they feel to come into the new world. Das liegt daran, wie sehr sie sich willkommen fühlen in dieser neuen Welt. So by carrying this consciousness, we can make the transition easier. Also wenn wir in diesem Bewusstsein sind, können wir diesen Übergang alle gemeinsam leichter machen. Okay, and I think I will end with that for now. Ich denke, das wird So thank you for your der patience. Abschluss sein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. I'm sorry to have gone on so long because we have Margrit Kennedy here, who's really the grandmother of this movement, this alternative economics movement. And it's my great honor to hand the microphone to Margrit Kennedy. Wir haben ja hier Margrit Kennedy, die man eigentlich als die Großmutter dieser Bewegung bezeichnen könnte, wovon wir jetzt auch ein Teil sind. Und ich gebe das Mikrofon jetzt an Sie. Ja, Margrit Kennedy dann als Nächste. Ich hatte vorhin kurz schon gesagt, das kleine Büchlein, keine Forderung, kann groß genug sein, liegt draußen aus und ist ein Geschenk von Charles Eisenstein an jeden, der es denn lesen mag, was hier in Frankfurt vielleicht auch noch eine ganz besondere Bedeutung hat, denn wenn ich das richtig sehe, ist dieser alte Spruch, seid realistisch und verlangt das Unmögliche, mal hier in Frankfurt erfunden worden, und das ist dann gewissermaßen eine Generation später dasselbe. Margrit. Ja, ich weiß ja nicht, wie Sie sich fühlen, aber ich habe so das Gefühl, vielleicht müssten wir alle erstmal ein bisschen tief durchatmen nach dieser wunderbaren Art und Weise, uns an unsere Träume zu erinnern, an unsere Hoffnungen, an unsere Frustrationen, was Charles, finde ich, auf eine ganz unnachahmliche Art und Weise tut. Jedenfalls, als ich der erste Satz, den ich von ihm gelesen habe, im Internet, jemand schickte mir einen Artikel, ich weiß gar nicht mehr, wo er herkam, jede Forderung, die wir erheben können in dieser Occupy-Bewegung, die als realistisch eingestuft würde, ist zu klein. Und alles, was wir fordern müssten, um unsere Träume umzusetzen, das ist völlig unrealistisch. Und hat er für mich einen Widerspruch deutlich gemacht, den ich richtig verdrängt habe über die Jahre. Ich habe 1982 begriffen, dass dieses Geldsystem, was wir haben, eben wie vorher schon gesagt wurde, eigentlich aus dem Grund, ich wollte meine ökologischen Projekte durchsetzen. Ich war Leiterin der Forschungsabteilung in der internationalen Bauausstellung. Wir hatten unheimlich viel Geld in Berlin, damals im Vergleich zu heute. Und überall sagten die Leute, es ist alles schön und gut, was Sie da vorschlagen, das würden wir gerne machen, aber es rechnet sich nicht. Und was ist das jetzt hier? Die Kamera, okay. Und ich habe immer gedacht, dann stimmt irgendwas mit der Ökonomie nicht, aber ich wusste nicht, was es war. Also mein Problem war, ich wusste nur eins, wenn ich dieses Problem nicht würde lösen können, dass sich das nicht rechnet, dann würde Ökologie in dem Maße, in dem es notwendig war, nie passieren können. Und das war meine Motivation, zu gucken, ja, woran liegt es überhaupt, dass sich das, was wir alle richtig finden, nicht rechnet.
Und dann habe ich diesen Vortrag von Helmut Kreuz gehört, auch ein Architekt, und nicht in 20 Minuten, eigentlich in den ersten 5 Minuten, als er diese 2 Kurven zeigte, das ist das natürliche Wachstum. Also Charles hat das mit seinem Sohn verglichen, ja, der irgendwann jetzt aufhört zu wachsen mit 17, 18 Jahren. Und im Geld, was mit Zins und Zinseszins, weil man kann Zinseszins nicht verhindern, wenn man Zins nimmt, also man kann ja dem Geld nicht ansehen, ist es jetzt auf Zins oder Zinseszins. Aber das eigentliche Problem ist der Zinseszins sozusagen. Also, dass das immer exponentiell wachsen muss, selbst bei 1% dauert es halt 72 Jahre, bei 12% dauert es dann nur noch 6 Jahre und bei 25%, wie Herr Ackermann das fordert, dauert es noch 2 bis 3 Jahre, dass das Geld sich verdoppelt. Jetzt stellen Sie sich doch mal vor, wie soll das auf einem endlichen Planeten auf Dauer überhaupt funktionieren? Also das ist mir damals in 5 Minuten klar geworden. Dann habe ich noch verstanden, wie das mit dem Zins, wie da eigentlich nur 10% profitieren, wie jetzt die Occupy-Bewegung sagt, eigentlich sind es 1%, 99% zahlen drauf. Und dann habe ich 6 Monate gebraucht, um zu glauben, dass das stimmte, weil ich sagte, so einfach kann es ja wohl nicht sein. Sonst hätten wir das ja längst gemacht. Und dann hat es 5 Jahre gedauert, bis ich dann aber in 4 Tagen ein Buch geschrieben habe, was praktisch der Vorläufer dieses Buches war. Das hieß dann Geld ohne Zins und Inflation. Das ist inzwischen in 24 Sprachen übersetzt. Es sagt also irgendwas, was den Menschen tatsächlich genauso entgangen war wie mir, bis ich 45 wurde. Und nun muss man sich vorstellen, 1982, als ich das entdeckte, da war ja die Welt eigentlich fast noch in Ordnung. Und da haben doch die meisten von uns noch geglaubt, wir nähern uns doch dem Paradies auf Erden. Es schien so, als wenn sämtliche Maschinen, die schmutzige Arbeit übernehmen, die Krankheiten, wie er sagte, werden besiegt. Also die Landwirtschaft produzierte immer mehr Überschüsse und nochmal Überschüsse, also für die Welt konnten wir leicht ernähren, dass es natürlich damit zusammenhing, dass es nicht so gut verteilt war, das haben wir dann im Laufe der Zeit langsam gemerkt. Also es schien 82 alles noch so, also so eine Zukunft, und dann haben uns ja die Ökonomen das auch bestätigt, jawohl, also die neoliberale Ökonomie, alles was wir machen müssen, ist den Staat raushalten. Also Staat raus, immer mehr, und dafür alles privatisieren und schon wird es alles wunderbar klappen. Und alle diese Illusionen sind plötzlich 2008 zusammengebrochen. Mit der Pleite von Lehman Brothers war sozusagen das Ende eingeläutet eines Erweckungsprozesses der Menschheit, dass da irgendetwas wohl nicht stimmen kann mit diesem System. Und seitdem hören die Leute tatsächlich zu. Im Anfang, also zwischen 82 und 90, in den ersten Jahren, in den ersten 8 Jahren, kam ich mir mal vor, als wenn ich einen unanständigen Witz erzählt hätte, wenn ich erklärte, dass das mit dem Zinssystem auf Dauer nicht funktioniert. Und 91 hat mich dann der Co-Autor des Regionalwährungsbuches, Bernard, von dem ich wusste, dass er sehr viel vom Thema Geld verstand, hat er mich angerufen und mir gesagt, er dankt mir für dieses Buch, also dieser Vorläufer Geld ohne Zins und Inflation, weil er hat seit 15 Jahren versucht, eine Lösung für das exponentielle Wachstum im Geld zu finden und hat die Lösung nicht gefunden. Und in diesem ersten Buch hatte ich das beschrieben, wie man das lösen kann. Und der Mann war ja wirklich, der war Zentralbanker gewesen, der hatte wenigstens das Problem gesehen, was die meisten Banker noch nicht mal gesehen hatten. Und hatte keine Lösung gefunden, und das war ja überhaupt nicht meine Lösung. Die Lösung hat Gesell schon 1916 vorgeschlagen. Und die hat der Bürgermeister von Wörgl schon in den 30er Jahren umgesetzt und damit eine Regionalwährung geschaffen, die fantastisch funktionierte. Das ist dann von der österreichischen Zentralbank ist das abgewürgt worden, weil plötzlich alle Gemeinden in Österreich das nachmachen wollten und so weiter. Also, was ich sagen will, ist, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Menschen zuhören, und ich bin unendlich dankbar, dass es diese Occupy
es Menschen gibt, die sich da in die Zelte setzen, die das durchstehen, auch lächerlich gemacht zu werden zum Teil, die es durchstehen, dass die Menschen zu ihnen kommen hier, die obdachlos sind, einige auf Drogen, habe ich gehört, also Problemfälle, die wir in unserer Gesellschaft so in den Schatten verdrängen. Wie wir natürlich auch die Probleme mit dem Geldsystem jahrelang in den Schatten verdrängt haben, unterstützt durch die Ökonomen. Und warum können die Ökonomen und die Banker uns nicht die Wahrheit sagen? Das fragen mich die Menschen immer wieder. Und dann sage ich denen, die können doch den Zins gar nicht in Frage stellen. Stellen Sie sich mal vor, wir machen eine Banklehre und kommen da an und sagen, ich finde eigentlich die Arbeit, die wir machen, gut, dass wir Geld verleihen und arbeiten lassen, dass Menschen produktiv was machen können. Aber mit dem Zins, das müssen wir noch mal uns überlegen. Ja, die würden am nächsten Tag entlassen werden. Oder wenn Sie Ökonomie anfangen, Ökonomie zu studieren, dann können Sie nicht anfangen zu studieren und erstmal sagen, also ich würde doch gerne mal die Grundlagen unserer Modelle in Frage stellen und gucken, ob das funktioniert. Und dann stellen Sie plötzlich fest, dass mit dem Zins kann auf Dauer überhaupt nicht funktionieren. Dann können Sie nicht Ökonomie studieren, weil sämtliche Modelle mit diesem Zins und Zinseszins rechnen. Die Kapitalwertmethode, um zu zeigen, dass eine Investition ökonomisch ist, sind natürlich auf dem Zins und Zinseszins basiert. Also sind genau die Fachleute, die uns beraten, diejenigen, die es am allerwenigsten zugeben können und außerdem natürlich an dem Chaos, was sie anrichten, am meisten verdienen. Warum hätten die ein Interesse, uns aufzuklären? Das kann man vergessen. Also, ich habe dann im Jahr 2002 plötzlich gehört, wie ich zu meinem Mann sagte, danke bis heute, dass er daneben saß, weil er mich dann immer wieder daran erinnert hat. Ich habe gesagt, es reicht jetzt mit Aufsätzen, Schreiben, Reden, Halten, Bücher schreiben. Wir brauchen praktische Beispiele. Und nach einigem Nachdenken war mir klar, dass die kleinen Zeitbanken und Tauschsysteme eigentlich zu klein waren, um zu zeigen, dass ein anderes Geldsystem wirklich einen Vorteil bedeuten könnte. Und dann war der Euro gerade eingeführt worden und dass das nationale System sich etwa hätte umstellen lassen, das war mir dann doch klar, das wäre nicht gegangen. Also habe ich auf einer Ebene zwischen dem lokalen und dem nationalen gesucht und da kam ich auf die Idee mit der Regionalwährung auch, weil ich Regionalplanung studiert hatte in Amerika und da einen Abschluss gemacht hatte und dachte, auf der regionalen Ebene könnte es eventuell klappen. Und dann hatte ich gerade mir ein paar Notizen gemacht, dann kam der Nadia zu Besuch und ich sagte, also ich glaube, ich schreibe jetzt ein Buch über Regionalwährung. Und dann überlegt er einen Moment und sagt, ich habe gerade dazu ein paar Aufsätze veröffentlicht, wollen wir das zusammenschreiben. Dann haben wir das zusammengeschrieben, das dauerte ein Jahr etwa. Das hat dann dazu geführt, dass letztlich jetzt in Deutschland vielleicht so 70, 80 Regionalwährungsinitiativen in Gang gekommen sind, wovon einige sehr gut funktionieren. Wir waren gerade gestern zusammen mit Charles im Chiemgau, das ist also die erfolgreichste Regionalwährung dort, und haben mit den Menschen gesprochen und herausgefunden, dass eigentlich sozusagen das ökonomische Kalkül dabei gar nicht das Entscheidende ist. Oder sagen wir mal so, erst wenn das System zusammenbricht, dann ist das ökonomische Kalkül für eine Regionalwährung geht auf. Weil in dem Moment haben die Regionen, die Erfahrung haben mit der Einführung einer eigenen Währung, natürlich einen riesen Vorteil gegenüber Regionen, die diese Erfahrung nicht haben. Und dass das System zusammenbricht, ist völlig klar. Das sagt Ihnen jeder, also selbst die Ökonomen und die Banker wissen das, bloß wann, weiß kein Mensch. Das ist, ich denke immer, solange noch irgendwo auf der Welt sich dieser Zins erwirtschaften lässt, solange wird das System irgendwie noch weiter existieren. Mit Ach und Krach vielleicht und so weiter. Aber es wird sehr, sehr vielen Menschen nicht besonders gut geben. Es wird kein hübsches Bild. Der Zusammenbruch, es ist die erste Erfahrung, die wir haben weltweit. Wir haben überhaupt keine Erfahrung
Erfahrung mit dem weltweiten Zusammenbruch eines solchen Systems. Wir haben Erfahrung mit dem Zusammenbruch einzelner Länder, zum Beispiel Argentinien. Ich war in Argentinien, nachdem das zusammengebrochen ist. Die Leute sind nicht mehr an ihre Pensionen gekommen, nichts. Aber was der argentinische Staat geschafft hat, war, die haben 75% abgewertet, ihr Geld. Das heißt, letzten Endes, die Vermögen sind um 75% weniger geworden, die Pension, die Rückstellung, aber auch die gesamten Assets, also sowohl die Vermögen wie die Schulden. Und damit hatte das Land eine Neustartmöglichkeit. Das sagen heute viele voraussehende Ökonomen und Gott sei Dank sind immer mehr dabei, von Bernalitar über Michael Hudson, über Gräber und so weiter, die sagen, dieses Schuldenproblem der Staaten, wie jetzt in Europa, lässt sich überhaupt nur über einen Schuldenschnitt erreichen. Und der Schuldenschnitt wäre die bei weitem schmerzfreiere Lösung gegenüber einer Hyperinflation und gegenüber einem Zusammenbruch. Also wenn wir es schaffen könnten, die Menschen, die riesige Vermögen haben und vielleicht auch diese Vermögen als Einfluss benutzen in der Politik, zu überzeugen, dass das im Endeffekt für sie der bessere Weg wäre, hätten wir eine Chance. Die Chancen sind allerdings nicht besonders groß, dass das passiert. Bis jetzt gibt es leider, außer Argentinien, und es gibt ein Beispiel in Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es vermögende Menschen, vor allen Dingen mit Grundbesitz und Häusern in Westdeutschland und viele Menschen aus den östlichen Ländern, den Teilen Deutschlands, die nichts mehr hatten. Und dann haben wir hier eine Art von Lastenausgleich vorgenommen. Das heißt, Leute, die hier mehr hatten als diese Menschen, die zu uns gekommen waren, wurden belastet und das wurde denen gegeben, die dazu gekommen waren. Das ist ein Modell, was auch heute funktionieren könnte in Anbetracht der unglaublichen Ungleichheit, die entstanden ist, dadurch, dass eben Vermögen sich arbeitsfrei vermehren mit Zins und Zinseszins und dass dem gegenüber eben Schulden wachsen, des Staates, der Unternehmen und so weiter. Ja, also ich denke, es wäre ein Zeichen von Erwachsenwerden der Menschheit, so wie Charles das eben dargestellt hat, wenn wir gemeinsam darüber nachdenken könnten und Lösungen finden könnten, wie diesmal die 3 historischen Lösungen nicht angewandt werden bräuchten. Die 3 historischen Lösungen, die immer wieder passiert sind Krieg, der Zweite Weltkrieg und der Erste und Zweite Weltkrieg sind beide ausgebrochen, als die Zinsen bei 2,5% waren. Also Krieg ist eine Möglichkeit, alles zu zerstören und wieder von vorne anzufangen. Diese Hyperinflation, also ein Crash oder eine Sozialrevolution, wo die Leute, die sehr viel besitzen, einfach um einen Kopf kürzer gemacht werden und das neu verteilt wird. Aber weder bei der französischen, noch bei der russischen, noch bei der chinesischen Revolution wurde das Geldsystem verändert. Mit anderen Worten, nach spätestens 30 bis 50 Jahren ist man wieder in derselben Situation, dass einige viel besitzen und die große Mehrheit immer weniger hat. Also die 3 Lösungen, die Gefahr ist da, dass die angewandt werden. Und das wäre tatsächlich bei der Technik, der Kriegstechnik, die wir heute haben, außerordentlich schmerzhaft, alle 3. Und deswegen denke ich, brauchen wir genügend Menschen, die verstehen, welch ein einerseits zerstörerisches Potenzial in diesem Geldsystem wohnt und andererseits Menschen, die begreifen, was für ein unglaublich kreatives Potenzial in diesem Geldsystem existiert. Und das ist, warum ich dieses Buch nochmal geschrieben habe. Einfach weil inzwischen es so viele fantastische Beispiele gibt
für Bildungswährung, für Gesundheitswährung, für Währungen, die kleinen und mittleren Unternehmen, die sie unterstützen. Dass man sagen kann, es gibt eigentlich kein Problem. Also es ist ja so, dass fast alle unsere Probleme, ob das Klimawandel ist oder die Versorgung von alten Menschen oder was immer man nimmt, alle haben auch einen Kern, also einen Geldkern, also als Problem. Und diese Probleme könnte man alle durch entsprechende Währungen lösen. Jetzt denken natürlich Leute, die gerade froh sind, dass sie den Euro nicht mehr umwechseln müssen, wenn sie von Deutschland nach Frankreich fahren oder nach Italien, sondern mit demselben Geld überall bezahlen können. Was für ein Blödsinn ist das jetzt, also plötzlich wieder so kleinere Regionalwährungen oder Bildungswährungen zu haben. Warum, meine ich, warum ist das eine große Chance? Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist der, dass das heutige Geldsystem eben ein Hauptziel hat, und das ist, aus Geld mehr Geld zu machen. Und alle anderen Ziele, ob sie sozialer, kultureller, ökologischer Art sind, haben es unheimlich schwer, an Geld ranzukommen. Und wenn wir jetzt für die entsprechende Währung entwickeln, und ich beschreibe da drin, was das für Vorteile hat, besonders diese Bildungswährung für Brasilien, die zeigt ganz deutlich, wie anders ein Geldsystem konstruiert sein kann. Dann haben wir erstens sozusagen Nutzen, also was machen diese Währungen? Die hebeln statt dem Geld den Nutzen, für den sie entworfen sind. Also lassen Sie mich das allereinfachste Beispiel ist eine Zeitbank. Also wenn Sie Stunden gut geschrieben werden, wenn Ihnen Stunden gut geschrieben werden, dafür, dass Sie älteren Menschen zum Beispiel eine Dienstleistung erbringen, dann hat es den Vorteil, dass Sie eines Tages selber versorgt sind, wenn Sie krank werden, oder Sie können die an Eltern in einem anderen Landesteil überweisen, oder Sie können Freunden damit helfen. Und eine Stunde bleibt eine Stunde für heute, morgen und wahrscheinlich in 20 Jahren auch noch. Mit anderen Worten, Sie haben eine 100%ig inflationsfreie und immer 100%ig auf Dienstleistungen abgesicherte Währung. Das nur mal als ein Beispiel für, was wir Altenpflegeticket oder was jetzt in St. Gallen eingeführt wird, eine Währung, die also älteren Menschen, der wachsenden Zahl von älteren Menschen dient. Ich will jetzt nicht Ihnen weitere Beispiele geben, nur mal das als ein Beispiel. Und was jetzt passiert außerdem ist, dass wir etwas ganz Wertvolles schaffen. Nämlich, dass durch die Vielfalt an Währungen ein Unterschied entsteht wie zwischen einem Monokulturwald und einem Mischwald, nämlich eine völlig andere Stabilität. Sehen Sie, unser heutiges Geldsystem ist sozusagen optimiert auf einen einzigen Gesichtspunkt hin, und das ist Effizienz. Wir haben das effizienteste Geldsystem, was die Welt je gesehen hat. Sie können Milliardenbeträge um den Erdball jagen in Sekunden, das hat es überhaupt nie gegeben. Fantastisch, effizient sind wir. Aber das heißt auch, wenn dieses System ins Schwanken kommt, und heute werden tagtäglich 4 Trillionen Dollar an Transaktionen durchgeführt in der Welt. Es gibt keine einzige Institution, die dieses System retten kann, wenn es anfängt zu schlingern. Und das heißt, dass wir sozusagen aus diesem Effizienzdenken herauskommen müssen in ein Denken von Vielfalt. Das heißt, wenn wir jetzt mehrere Währungen hätten für verschiedene Zwecke und morgen dieses System an den Rand des Abgrunds kommt und wahrscheinlich auch zusammenbricht, dann haben wir immer noch andere Währungen wie Regionalwährung und so weiter und so fort. Und damit hätten wir eine völlig andere Möglichkeit, zu einer Stabilität zurückzufinden, die sinnvoll ist. Wir haben ja auch nicht nur ein Gebäude für jeden Zweck, wir haben ja auch nicht nur ein Auto für jeden Zweck, wir haben ja auch nicht eine Klamotte für jeden Zweck, sondern wir haben verschiedene Typen. Und genau das brauchen wir eigentlich auch für unser Geld. Und ich glaube, es wird eine Zeit geben, und das ist meine letzte Idee, die ich noch rüberbringen möchte. Es wird eine Zeit geben, wo wir uns fragen, wie konnten wir je mit einer einzigen Währung auskommen? Wie konnten wir unser Kind um die Ecke schicken, um ein Eis zu kaufen mit einer Währung, wo wir aber in Japan Autos kaufen können? Ja? Also, und das ist natürlich, diese komplementären, ergänzenden Währungen sind natürlich technisch überhaupt kein Problem. Wir haben heute alle Techniken
Wir werden das vermutlich über unsere Handys machen, dass wir bezahlen, dass wir aus der Bildungswährung einen Teil für Gesundheitszwecke brauchen und so weiter und so fort. Also ich will Ihnen einfach sagen, es ist einerseits das Geld, so wie wir es heute konstruiert haben, die größte Gefahr für unser Überleben und andererseits eigentlich hat diese selbe Idee, Geld zu kreieren, also das größte kreative Potenzial für neue Entwürfe und ich denke, je mehr Menschen sich sozusagen damit anfreunden, dass das Potenzial genutzt wird, umso besser. Danke.